In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie wir uns einen Expert Advisor erstellen können, der in der Lage ist, uns hier die Kontoinformationen anzuzeigen. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simple Account Info, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir uns die Variable für den Account Server holen. Das machen wir über die Funktion Account Info String. Die wird uns eine Textkette zurückliefern. Der verwendete Parameter in diesem Fall ist Account-Server. Bitte alles in Großbuchstaben schreiben. Und bei mir ist der Rückgabewert in diesem Fall RoboForex Pro. Im nächsten Schritt holen wir uns die Account Currency, also die Währung, die wir auf unserem Konto verwenden. Hier ist der Aufruf ziemlich ähnlich, aber diesmal nutzen wir Account-Currency. Und das gibt in meinem Fall US-Dollar zurück. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für Account-Name. Der Rückgabewert bei mir ist Raimund Bauer. Der nächste Wert ist jetzt keine Textkette, sondern ein Integerwert. Das ist nicht so ganz toll, weil die Rückgabewerte für den Trading-Modus auf dem Chart dann als Zahl dargestellt werden. Wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir, es handelt sich um die Handelsweise des Kontos. Und wenn wir hier klicken, dann kann das entweder ein Demo, ein Contest oder ein Real Account sein. Contest wird für Trading-Wettbewerbe genutzt. Da ich mir die Zahlen aber nie merken kann, möchte ich das gerne in eine lesbare Form bringen. Dazu erstellen wir uns zunächst einmal eine String-Variable mit dem Namen Readable Account Trade Mode. Die hat hier noch keinen Wert. Aber wenn uns der Account Trade Mode beispielsweise eine 0 zurückgibt, dann möchte ich gerne, dass die lesbare Form auf unserem Chart den Text Demo Account ausgibt. Entsprechend wäre das bei einem Rückgabewert von 1 dann ein Contest Account. Und wenn der Trading-Modus uns eine 2 zurückgibt, dann hätten wir ein Echtgeldkonto und dann wird auf unserem Chart Real Account ausgegeben. Der nächste Wert, Account Login, ist wieder ein Integerwert. Den holen wir uns mit Account Info Integer und der Parameter ist Account-Login. Bei mir ist das hier die Kontonummer und wie man sehen kann, wird auch der Trade-Modus hier oben als Echtgeldkonto ausgegeben. Im MetaTrader kann man das unterscheiden anhand der Farben. Die gelben sind Echtgeldkonten und die grünen sind Demokonten. Weiter geht es mit der Account Company, also der Firma. Das ist wieder ein Stringwert, also eine Textkette, und die gibt uns die Account-Company zurück. Bei mir ist das die roboforex.ltd. Holen wir uns mal den Hebel für das Konto. Das geht mit Account-Info-Integer und der hier genutzte Parameter heißt Account-Leverage. Bei mir steht jetzt hier 500, das ist ein hoher Wert und korrekt wäre eigentlich 1 zu 500. Was ich sehr interessant finde, ist, dass der Rückgabewert für Account Limit Orders, den wir uns hier mit Account Info Integer holen, für mein Konto 500 erlaubte Orders anzeigt. Normalerweise sind das immer 200. Das muss ich heute direkt mal ausprobieren. Aber jetzt holen wir uns erstmal die freie Margin. Diesmal nutzen wir Account Info Double und der Parameter heißt Account-Margin-Free. In meinem Fall sind das hier etwas über 39.000 US-Dollar. Die nächsten beiden Rückgabewerte sind vom Typ Bool, können also wahr oder falsch sein. Account-Trade Allowed gibt uns einen Rückgabewert dafür, ob wir generell traden dürfen. Und Account-Trade Expert sagt uns, ob wir das auch mit einem Expert Advisor machen können.
In meinem Fall stehen hier beide Werte auf True, also beides ist erlaubt. Damit das mit dem automatischen Trading auch funktioniert, brauche ich den Hedging Mode. Der versteckt sich hinter dem Wert Account Margin Mode, den wir uns mit Account Info Integer holen können. Auch das sind dann wieder nur Zahlen auf dem Chart. Die kann man sich hier anzeigen lassen. Der erste Rückgabewert 0 steht für den Netting Mode. Eine 1 wäre ein Exchange Mode. Und der Rückgabewert 2 wäre der von uns bevorzugte Hedging Mode. Also bringen wir das hier nochmal in lesbare Form, indem wir uns eine String-Variable für eine lesbare Account Margin mit dem Namen Readable Account Margin Mode erstellen. Für die 0 möchte ich gerne den Netting Mode auf dem Chart ausgeben lassen. Bei der 1 sehen wir Exchange Mode. Und für die 2 möchte ich gerne den Text Hedging Mode sehen. Damit das alles passiert, erstellen wir uns mit dem Command-Befehl hier eine formatierte Ausgabe auf dem Chart. Die wird uns untereinander alle Werte anzeigen. Bitte denken Sie daran, dass Sie Readable Account Trade Mode und Readable Account Margin Mode verwenden. Und das war's auch schon im Großen und Ganzen. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Vorstellung haben, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs für Sie interessant, den finden Sie auf unserer Webseite. Im Moment klicken wir hier mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte ohne Fehler abgehen und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader nehmen wir einfach ein leeres Chart. Danach suchen wir uns hier im Navigatorfenster die neu erstellte Datei mit dem Namen Simple Account Info heraus und ziehen sie auf unser Chart, bestätigen das mit OK. Und sofort werden hier alle erwünschten Werte angezeigt. Ich wechsle jetzt mal das Konto, klicke auf OK und dann sollte bei der nächsten Preisänderung hier alles aktualisiert werden. Das funktioniert auch wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Expert Advisor erstellen können, der Ihnen die Kontoinformationen zu Ihrem MetaTrader-Konto direkt auf dem Chart anzeigen kann. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.